Bonjour, bienvenue chez Annabelle. Willkommen bei mir in der Küche. Heute gibt es die französischen Crêpes, also ganz klassisch mit süßer Garnitur. Also die Crêpes, die man mit süßer Garnitur isst, also Pfannkuchen. Und dafür brauchen wir erstmal 1,5 Liter Milch, 200 Gramm Mehl, 4 Eier, ,20 Gramm Zucker, also man kann mehr oder weniger, je nachdem, ob man eventuell auch etwas Salziges dabei essen möchte, und 20 Gramm Butter. Wir fangen an, c'est parti! Also erstmal die Eier alle aufmachen. Dann schlagen wir die Eier. Und können gleich unser Zucker hinzugeben. Und schlagen es schaumig. Wir können dann das Mehl nach und nach in den Eiern mischen. Also zuerst ein bisschen und immer gut rühren, damit es keine Klumpen macht. Immer nur ein bisschen. Das Geheimnis für gute Crêpes ist, dass man einfach seine Zeit nimmt. Also nicht alles einfach im Mixer reinwerfen. Nee, das muss man mit dem Herz und mit viel Zeit vorbereiten. Am Ende wird es ganz schön sportlich mit dem Mehl, aber das klappt schon. Hauptsache, wir haben keine Klumpen drin. Voilà, c'est très joli. So, jetzt kommt unsere Milch. Die geben wir auch nach und nach ein. Das ist auch ein Grund, warum es bei Raumtemperatur sein muss, denn es vermischt sich dann auch einfacher. So, wir haben es jetzt geschafft mit der Milch. Danach werden wir auch unsere Butter hinzufügen. Also je nachdem, ob die Butter noch hart ist oder nicht, könnt ihr sie auch zerschmelzen lassen. Ich werde sie in kleine Stücke schneiden. Und schön rühren. Also mich persönlich stört es nicht, wenn ein paar kleine Butterstücke übrig bleiben, denn es gibt so knusprige Stellen dann in den Crêpes.
Die Stücke müssen auch nicht so groß sein und wie gesagt, ihr könnt auch die Butter einfach zuerst schmelzen lassen. So, unser Teig ist jetzt bereit, aber noch nicht bereit, denn wie gesagt, es nimmt immer seine Zeit. Ich lasse es noch ungefähr eine Stunde ruhen bei Raumtemperatur. Ihr könnt gerne so ein Tuch drauflegen, damit kein Staub reinkommt. So, voilà. So, eine Stunde später dürfen wir unser Teig noch kurz rühren, schlagen. Sieht ganz schön aus mit den kleinen Butterstücken. On va faire les crêpes. Wir braten unsere Pfannkuchen. Dafür brauchen wir eine Pfanne, eine Crêpe-Pfanne. Diese ist antihaft, also man braucht nicht so viel Butter. Eine Suppenkelle und ein bisschen Butter. Voilà. Also die Pfanne muss wirklich sehr, sehr warm sein. Dann nehmen wir ein kleines Stück Butter. Nur ein kleines bisschen, das reicht schon, da die Pfanne antihaft beschichtet ist. So, ein bisschen verteilen. Dann nehmen wir unser Teig und ungefähr eine Suppenkelle. Voilà. Wir verteilen den Teig. Und unsere Crêpe ist dann auf einer Seite gebraten, wenn sie sich von selbst löst. Also wir warten ein bisschen. Man kann mit einer Spatel ein bisschen am Rand schauen, ob es sich löst. Ja. Und mit der Hand, ja. Dann wird es aber sportlich. Attention, attention. Noch ein bisschen lösen. Voilà. Jetzt kommt die andere Seite. Schön, oder? Also in den Crêpe dürft ihr wirklich alles reinmachen, was ihr möchtet. Diese Crêpe sind normalerweise für süße Garnitur. Sonst macht ihr lieber Galette mit Buchweizenmehl. Und die ganz traditionelle Art, wie wir das in Frankreich am liebsten essen, ist ganz, ganz einfach mit, als würde es nicht reichen, noch ein bisschen Butter. Aber diesmal nicht geschmolzen, also es schmilzt dann in der Crêpe. Voilà. Und einfach ein bisschen Zucker. Es gibt dann verschiedene Arten, die Crêpe entweder zu falten oder aufzurollen. Ich mag es, wenn es aufgerollt ist, also einfach wie eine Zigarre. Un vrai délice. Ça vous a plu? Hat es euch gefallen? Dann bis nächstes Mal. Tschüss, ciao, ciao.